Gestern ist jede Menge Schnee runtergekommen und jetzt muss ich mal ein bisschen Schnee schippen. Oh. Halleluja. Ich dachte ja eigentlich, als ich nach Schweden ausgewandert bin, ich hätte hier so ein richtig romantisches Naturleben. Well, irgendwie ist das nicht so richtig eingetroffen. Hi, ich bin Christine. Das hinter mir ist mein kleines Schwedenhäuschen. Und dass ich hier wieder alleine lebe, das war so absolut nicht geplant. Ich dachte ja eigentlich, ich kann hier leben in voller Naturverbundenheit. Ich kann viel meditieren, ich trinke Kakao, ich koche und backe. Ich beschäftige mich mit mir selbst. Stattdessen führe ich Verhandlungen mit keine Ahnung wie viel Zentimetern Schnee. Ja, und das, was ich dir heute zeige, ist jetzt im Winter meine Realität. Und die ist weit entfernt von jeglicher Romantik. The roads were drawn like something certain. Every turn lead out to here. Felt like the loop like forever, but I fear we had a paper town. Look good till the ink ran out. I guess we ended too soon. We painted bright blue skies. You were never truly mine. Our maps been torn into this paper town. This paper town. Ich versuche mich ja gerade so gut es geht zu motivieren, selbst zu motivieren, sowas wie hier zu machen. Natürlich, ich muss es machen. Das macht die Motivation ein bisschen einfacher. Das ist deshalb so wichtig, weil ich merke, wie sehr mich das Alleineleben wieder belastet und ja, wie ich mich einfach selbst dazu zwingen muss, mich auf andere Gedanken zu bringen oder mich mit Dingen zu beschäftigen, mich zu bewegen, dass ich einfach nicht wieder in dieses Loch falle. Das ist gerade unglaublich wichtig, dass ich darauf Acht gebe. Und deswegen sind solche Mini-Aktionen mit meinem Nachbarn auch so unglaublich wichtig. Letztes Wochenende hatten wir ja diese wunderschöne Semna-Fika und unseren Yazzi-Abend. Das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Heute haben wir auch noch eine kleine Aktion vor und da freue ich mich auch sehr drauf. Da verbinden wir das Nützliche mit dem Spaßigen und ja, dann übergebe ich auch mal meinem Nachbarn die Kamera. Das wird sehr spannend für uns beide. Da freue ich mich drauf. Und das Ergebnis dieser kleinen Aktion hast du ja bereits im Intro gesehen. Ich wollte eigentlich nie die starke, unabhängige Frau sein. Alles, was ich wollte, war Freiheit.
schön. Oh, willst du das schon wieder tun? Katzenrettung erfolgreich. Ja, und jetzt möchte ich einfach nur, dass mein Haus warm ist. Früher habe ich mich oft gefragt, ob ich dieses Leben so noch schaffe. Aber gerade frage ich mich eher, ob ich es überhaupt noch anders wollen würde. Es kam der Wunsch, dass ich doch gerne mal einfache Rezepte in meinen Videos vorstellen soll, was ich so an einem normalen Tag koche, wenn ich nicht so viel Zeit habe. Das mache ich doch gerne. Hier kommt meine leckere, easy Pasta mit Bolognese. Das Ganze ist vegan und gesund. Dazu nutze ich Linsenpasta und für die Soße passierte Tomaten, Sojahack und dann kommt ganz viel Würze dran. Ich nutze eine rote Zwiebel, eine Knoblauchzehe, Sesamöl, später kommt das über die Nudeln, Sojasauce und Misopaste für die guten lebenden Bakterien. Und noch vergessen, dass ich natürlich auch noch so ein Würfelchen Umami-Bouillon oder auch Gemüsebrühe dazu nutze, für mehr Geschmack. Ich liebe Geschmack und Gewürze. Und wie immer ist alles hier ohne Mengenangaben. Ich nutze selten Mengenangaben, wenn ich koche. Ich mache das einfach immer nach Gefühl. Und das passt dann eigentlich für mich. Sie. Ich war früher ja nie so ein Fan von Knoblauch, weil ich sehr geruchssensitiv bin und mich stört das extrem, wenn man nach Knoblauch riecht. Ich bin jetzt aber sowieso hier alleine, deshalb spielt das keine Rolle. Und mittlerweile habe ich auch für mich entdeckt, wie wertvoll es ist, Knoblauch zu essen. Knoblauch ist ja ein wahres Wundermittel. Und damit sich diese Wundermittel, diese wunderlichen Stoffe, damit sich diese Inhaltsstoffe, damit sich diese gesundheitsfördernden Inhaltsstoffe entwickeln können, muss Luft an die Zellen kommen. Beziehungsweise man muss die Zellen zuerst zerstören, damit Luft rankommt und dann wird diese Aminosäure, die sich darin befindet, fördernd. Deswegen nutze ich die Knoblauchpresse. Hm. 10 Minuten braucht das jetzt zum Ruhen an der Luft, damit sich das entfalten kann. Und das werde ich ganz zum Schluss meinem Essen zufügen. Ich bin übrigens keine Ernährungsberaterin. Alles, was ich hier erzähle, ist so ein bisschen Halbwissen, was ich mir selbst zusammengesucht habe. Halbwissen und Erfahrung aus langjährigen Kochexperimenten, das teile ich hier. Sieh das deswegen immer als Inspiration an für Sachen, die du selbst ausprobieren kannst und für bezüglich Inhaltsstoffe und medizinischen Wirkungen. Google bitte selber.
Misopaste ist ein fermentiertes Lebensmittel aus Sojabohnen. Unglaublich gesund und unglaublich geschmacksintensiv. Und da es aus lebenden Mikroorganismen besteht, ist es wichtig, das nicht mit aufzukochen, denn dann würde man die ganzen Mikroorganismen abtöten. Ich löse das also immer in handwarmem Wasser auf, dass das eine schön flüssige Konsistenz hat. Und dann gebe ich das ganz zum Schluss meiner Tomatensauce zu. Ich liebe Geschmack, deswegen gibt es bei mir immer sehr viele geschmacksgebende Stoffe. Ich habe hier Sesamkerne geröstet, die werde ich mir jetzt hier drüber streuen. Und ich habe hier Arctic Ocean Greens von den Lofoten. Das sind Seetang und Algen. So sieht das Ganze aus. Und davon kommt auch noch eine Prise drüber. Lecker. Heute hat das Tauwetter eingesetzt und ich muss jetzt mal aufs Dach rauf, um dort ein bisschen Schnee runterzuschippen. Denn ich habe jedes Jahr im Frühjahr das kleine Problem, dass sich an dieser Stelle im Schatten dann immer Eis bildet. Und wenn sich dort Eis bildet, dann kann das Schmelzwasser, was von oben runterkommt, nicht mehr gut ablaufen. Und das fließt dann immer unter das Blechdach direkt ins Haus. Deswegen habe ich nämlich hier schon diesen braunen Fleck an der Decke, weil da immer das Wasser schön runtergeflossen ist. Und um das ein bisschen vorzubeugen, schippe ich jetzt Schnee auf dem Dach. Ich habe nur ein kleines Problem. Muskelkater in den Beinen. Puh. Halleluja. Oh Gott, ist das viel Schnee. Das ist doch keine Katzenleiter. Mäuschen. Du musst alles erkunden, was ich mache, ne? Und dann muss ich dich wieder da retten.
hoch oben über den Dächern der Stadt. Oh Gott, meine Arme sind so schwer. Ja, hier sieht man das ganze Ausmaß, wie viel Schnee so in den letzten Tagen noch runtergekommen ist. Und ich muss das zumindest hier in dem Bereich frei machen, denn da ist diese Ablaufrinne, die definitiv hier unten nicht zufrieren darf. Das muss da schön frei bleiben, damit dann das ganze Schmelzwasser, was von oben nachkommt, schön runterfließen kann. Ah. Mission erfüllt. Jetzt muss ich nur noch den Schnee hier unten wegräumen. Servus. Ach Gott. Wo soll der hin? So viel Schnee. Ups. Und noch einen riesengroßen Vorteil hatte die ganze Aktion, denn jetzt bekomme ich endlich wieder meine Tür auf. Komplett. Ohne dass sie hier oben reibt. Denn wenn hier auf dem Vordach Schnee liegt, dann hängt das Ganze immer so durch, ja, dass ich die Tür einfach nicht komplett aufkriege. Dieses Problem habe ich jetzt gelöst. Fantastisch. Hier, Mercy. Ja, was bringst du mir denn da, du süße Maus? Meine Wasservorräte gehen zur Neige. Deswegen gehe ich jetzt runter zu meinem Nachbarn, fülle die alle wieder auf, damit ich wieder ein paar Tage überleben kann mit frischem, trinkbarem Wasser. All diese kleinen Dinge, die sonst nebenbei abseits der Kamera passieren, nehmen extrem viel Zeit in Anspruch. Langsamkeit ist das Stichwort. Collision of souls, opposing and fly.
Etwas, das mich das Leben in Schweden definitiv gelehrt hat. Und gleichzeitig erinnert mich mein Nachbar daran, dass ich mich gerne von meiner oft perfektionistischen deutschen Mentalität verabschieden darf, um auch mal etwas Platz zu machen und mehr nordisch gelassen zu denken. Ich glaube ja mittlerweile, Stärke fühlt sich nicht heroisch an. Sie fühlt sich eher an wie, ja, okay, dann machen wir das halt jetzt mal. Alleine leben heißt manchmal auch einsam sein. Aber alleine sein heißt eben auch, ich trage die Verantwortung. Wir können niemals die Verantwortung für unser eigenes Leben und unsere Gesundheit in die Hände von anderen geben. Niemals. Aber jemanden, der filmt, während du Schnee räumst, das ist schon ganz praktisch. Danke, dass du mir zuschaust. Und ich wünsche dir einen wundervollen Frauentag. Now they see how hard it is. Check.